Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit einem Thema, das wirklich jeden betrifft. Ja, heute reden wir über etwas, das so einfach klingt, aber in der Realität manchmal sehr, sehr schwer ist. Sophia, ich möchte euch heute etwas fragen. Eine ehrliche Frage. Was denn? Als Erwachsener ist das schwer. Als Kind war es so einfach. Man geht auf den Spielplatz, sieht jemanden und 10 Minuten später ist man beste Freunde. 10 Minuten. Als Kind braucht man 10 Minuten für eine neue Freundschaft. Und als Erwachsener manchmal 10 Monate. Oder 10 Jahre. Und genau darüber reden wir heute. Wie macht man neue Freunde? Auf Deutsch. Wie spricht man Menschen an? Was sagt man? Wie baut man eine Verbindung auf? Und wir erzählen echte Geschichten über unsere eigenen Erfahrungen, wie wir neue Freunde gefunden haben, hier in Berlin, in einer fremden Stadt, in einer fremden Sprache. Denn das ist für viele unserer Zuhörer sehr real. Man zieht in ein neues Land, man lernt Deutsch und dann steht man da und kennt niemanden. Und das ist das einsame Gefühl. Das kennen wir beide sehr gut. Ja, das kennen wir beide sehr gut. Also, bleibt dran. Es wird ehrlich, es wird lustig und hoffentlich hilfreich. Sophia, fangen wir an. Als du nach Berlin gekommen bist, wie war das? Du kanntest niemanden hier außer Lars. Wie hast du angefangen, neue Freunde zu finden? Also, das ist eine gute Frage. Und die ehrliche Antwort ist, am Anfang war es wirklich schwer. Wirklich schwer. Erzähl mir davon. Also, ich bin nach Berlin gezogen wegen Lars. Das weißt du. Und Lars hatte seinen Freundeskreis hier. Seine alten Schulfreunde, seine Kollegen, alle Deutschen. Alle mit ihrem eigenen Leben. Ja. Und ich war außen. Ich stand manchmal daneben, bei Partys, bei Treffen. Alle haben auf Deutsch geredet. Schnell, mit Witzen, mit Insidern. Und ich habe gelächelt und nickte und manchmal nicht wirklich verstanden. Das Randgefühl. Dabei sein, aber nicht wirklich dabei sein. Ja, das Randgefühl. Das ist ein gutes Wort dafür. Man ist körperlich anwesend, aber man fühlt sich unsichtbar. Also, das bedeutet, anwesend sein bedeutet einfach, man ist da. Man ist physisch an einem Ort. Aber anwesend sein ist nicht dasselbe wie sich zugehörig fühlen. Genau, Zugehörigkeit. Das ist das, was man wirklich sucht. Das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich bin Teil von etwas. Und wie hat sich das verändert? Was war der erste Schritt? Also, der erste Schritt war Clara, meine Nachbarin. Ich habe euch ja schon von ihr erzählt. Wir sind uns im Treppenhaus begegnet. Im Treppenhaus? Wie war das genau? Also, ich war erst 2 Wochen in Berlin. Ich kam von draußen rein mit vollen Einkaufstaschen, viel zu vollen Einkaufstaschen. Ich konnte kaum die Tür aufhalten. Mit vollen Händen. Mit vollen Händen. Und Clara kam gerade aus ihrer Wohnung. Sie hat mich gesehen, mit meinen 10 Taschen, und hat einfach gesagt, darf ich helfen? 3 Worte. Darf ich helfen? 3 Worte. Und ich war so überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte. In der Stadt, man hilft manchmal nicht. Man schaut weg. Man hat seine eigenen Dinge. Ja, in einer großen Stadt kann man sehr anonym sein. Aber Clara hat nicht weggeschaut. Und wir haben zusammen die Taschen nach oben getragen. Und oben, vor meiner Tür, hat sie gefragt, bist du neu hier? Und ich habe gesagt, ja, erst 2 Wochen. Und sie hat gelächelt und gesagt, dann bist du meine neue Nachbarin. Ich bin Clara. So einfach, so direkt. So einfach. Und das hat alles verändert. Diese eine kleine Begegnung im Treppenhaus. Das zeigt, manchmal sind es die kleinsten Momente, nicht die großen Ereignisse, sondern eine Tür, die man aufhält, eine Frage, die man stellt. Ja, und Clara hat mich dann eingeladen, eine Woche später, zum Café und dann zum Abendessen. Und dann, Schritt für Schritt, wurde sie meine beste Freundin in Berlin. Das ist so schön. Und jetzt sind ihr unzertrennlich. Fast. Wir sehen uns mindestens einmal die Woche. Sie ist für mich wie eine ältere Schwester hier. Sie kennt Berlin, sie kennt die Menschen, sie hat mir so viel beigebracht. Eine Freundin, die einem die neue Heimat erklärt.
Das ist ein Geschenk. Ein wirkliches Geschenk. Und ich denke manchmal, was wäre, wenn ich an diesem Tag nicht zu schwer eingekauft hätte? Was wäre, wenn Clara an einer anderen Tür gewohnt hätte? Freundschaft und Zufall, die sind oft sehr nah beieinander. Sehr nah. Und ich bin so dankbar für diesen Zufall. Und du, Matteo? Wie war das für dich, als du nach Berlin gekommen bist? Ja, erzähl uns. Du warst auch allein am Anfang. Also, bei mir war es etwas anders. Ich bin nach Berlin gekommen mit dem Vorsatz, ich will Deutsch lernen. Und deswegen habe ich sofort einen Deutschkurs gemacht. Wo du dann Valentina kennengelernt hast. Wo ich Valentina kennengelernt habe, genau. Aber nicht nur sie. Im Kurs waren noch 8 andere Menschen aus verschiedenen Ländern, alle am Anfang in Berlin, alle Anfänger auf Deutsch. Also eine Gruppe von Menschen, die alle dasselbe erleben. Genau. Und das verbindet so stark. Wenn alle dieselbe Herausforderung haben, dieselbe Unsicherheit, dann fällt das Kennenlernen viel leichter. Ja, gemeinsame Erfahrungen verbinden Menschen sehr schnell. Also, das bedeutet, eine gemeinsame Erfahrung ist eine sehr starke Grundlage für Freundschaft. Man braucht keinen perfekten Gesprächseinstieg, man hat schon etwas gemeinsam, man teilt etwas. Und im Kurs? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat das angefangen? Also, der erste Tag, wir sitzen alle da, alle nervös. Die Lehrerin hat gesagt, bitte stellen Sie sich vor, auf Deutsch, am ersten Tag, mit kaum Deutschkenntnissen. Oh Gott, der erste Tag und schon auf Deutsch vorstellen. Alle haben so geschaut, oh nein. Und dann war es irgendwie lustig, weil alle dieselbe Panik hatten. Alle haben gestottert, alle haben Fehler gemacht und alle haben gelacht, zusammen. Das gemeinsame Lachen über Fehler, das ist so ein starkes Band. Ein sehr starkes Band. Und nach dem Kurs, der erste Tag, ein Mann aus Brasilien, er hieß Felipe, hat gesagt, Kaffee? Einfach das Wort, Kaffee, mit einem Fragezeichen. Kaffee als Einladung. Kaffee als universelle Einladung zur Freundschaft. Und 5 von uns sind mitgegangen, in ein Café um die Ecke. Und wir haben 2 Stunden gesessen, auf Englisch, auf Spanisch, auf ein bisschen Deutsch und gelacht. Und Felipe? Seid ihr noch in Kontakt? Felipe lebt jetzt in Hamburg, aber wir schreiben uns. Manchmal rufen wir an. Er ist ein echter Freund geworden, in dieser sehr speziellen Zeit am Anfang. Die Anfangsfreunde, die Menschen, die man kennenlernt, wenn alles noch neu ist, die haben eine besondere Bedeutung. Ja, weil man sich in einer verletzlichen Zeit kennengelernt hat. Man war beide Anfänger, beide unsicher, beide mutig auf ihre eigene Art. Verletzlich, das haben wir schon mal gesagt. Verletzlich bedeutet, man ist offen, man zeigt sich, man hat keine Schutzschicht. Und paradoxerweise, wenn man verletzlich ist, macht man echte Verbindungen, weil man echt ist. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie macht man auf Deutsch neue Bekanntschaften? Was sagt man? Wie fängt man an? Ja, also der schwierigste Moment, der erste Satz. Was sagt man, wenn man jemanden ansprechen möchte? Also, es gibt verschiedene Situationen. Situation 1, man trifft jemanden zufällig. Im Café, im Park, beim Warten auf den Bus. Man möchte ein Gespräch anfangen. Und dann kann man sagen, sehr einfach, Entschuldigung, ist hier noch frei, wenn man sich an einen Tisch setzen möchte? Das ist ein perfekter Gesprächseinstieg. Ja, ist hier noch frei, ist so eine natürliche Frage. Man fragt nach dem Platz, aber gleichzeitig öffnet man eine Tür. Also, ist hier noch frei bedeutet einfach, kann ich mich hier setzen? Ist dieser Platz verfügbar? Ist niemand hier? Sehr einfach, sehr höflich. Oder in einer Warteschlange. Warten Sie auch auf den Bus? Das ist eine einfache Frage über die Situation. Man redet über das, was man beide erlebt. Und dann, wenn das Gespräch ein bisschen läuft, kann man sich vorstellen. Übrigens, ich bin Matteo. Oder darf ich fragen, wie Sie heißen? Übrigens, das ist so ein schönes Wort. Es bedeutet nebenbei, als ob man etwas Zusätzliches sagt. Nicht als große Ankündigung, sondern natürlich, locker. Genau. Übrigens, ich bin Matteo. Klingt so natürlich. Viel natürlicher als Guten Tag, mein Name ist Matteo Rossi. Ich komme aus Italien. Das klingt wie eine Behörde. Wie ein Formular. Nein, im echten Leben ist es locker, entspannt. Man sagt den Namen und schaut, was passiert. Und dann gibt es noch eine andere Situation. Man trifft jemanden bei einer Veranstaltung, einem Kurs, einem Verein, einer Party. Da ist es oft leichter, weil man schon etwas gemeinsam hat. Man ist beim selben Kurs, beim selben Verein und man kann direkt darüber reden.
Zum Beispiel, bist du auch zum ersten Mal hier? Das ist eine klassische Frage bei Veranstaltungen. Man erkundigt sich. Bist du neu oder kennst du das schon? Zum ersten Mal hier bedeutet, man war noch nie an diesem Ort oder bei dieser Veranstaltung. Es ist das erste Mal. Neu, unbekannt, aufregend. Oder wie lange machst du das schon? Wenn man zum Beispiel in einem Sportkurs ist. Wie lange spielst du Tennis? Wie lange lernst du Deutsch? Das zeigt Interesse an der anderen Person. Und Interesse zeigen, das ist das Wichtigste beim Kennenlernen. Man fragt, man hört zu, man zeigt, du bist interessant, ich möchte mehr wissen. Ja, Menschen wollen gehört werden. Wenn man wirklich zuhört, wenn man echte Fragen stellt, das merkt man, das fühlt man. Sophia, hast du eine Geschichte, wo du aktiv jemanden angesprochen hast? Wo du den ersten Schritt gemacht hast? Also, ja, das war bei einem Aquarellkurs. Ich hatte mich für einen Kurs angemeldet, weil ich mein Malen verbessern wollte. Und gleichzeitig dachte ich, vielleicht lerne ich auch Menschen kennen. Und was ist passiert? Also, der erste Abend. Wir saßen alle an Tischen mit unseren Pinseln und Farben. Und neben mir saß eine Frau, ungefähr mein Alter. Sie hatte sehr schöne Farben. Wirklich schöne, spezielle Farben. Und du hast sie angesprochen? Ich habe ihre Farben angesprochen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, wo hast du diese Farben gekauft? Die sehen wunderschön aus. Die Farben als Gesprächseinstieg. Die Farben. Und sie hat aufgeleuchtet, wirklich aufgeleuchtet, weil sie über ihre Farben reden wollte. Sie liebt Farben und wir haben dann 20 Minuten über Aquarellfarben geredet, während der Lehrer schon angefangen hatte zu unterrichten. Der Lehrer hat schon angefangen und ihr habt geredet. Wir mussten leise sein, aber das Band war da. Nach dem Kurs haben wir weitergeredet. Sie heißt Mia, aus Berlin, aber ihre Eltern kommen aus Vietnam. Wunderbare Frau, so klug, so kreativ. Und Mia, ist sie jetzt eine Freundin? Eine gute Freundin. Wir malen manchmal zusammen. Sie kommt zu mir oder wir gehen in ein Café und malen dort. Das nennt man ein Plein-Air, draußen malen. Plein-Air, das ist ein schönes Wort. Ja, und alles hat wegen einer Frage angefangen, einer einzigen Frage über Farben. Also, das zeigt, man braucht keine perfekte Frage. Man braucht keine perfekte Situation. Man sieht etwas, eine Farbe, ein Buch, ein T-Shirt, einen Hund und man sagt etwas darüber. Das reicht. Das reicht wirklich. Der erste Satz muss nicht brillant sein, er muss nur aufrichtig sein. Aufrichtig, das bedeutet ehrlich, echt, von Herzen. Man sagt, was man wirklich denkt, nicht was man denkt, was man sagen soll. Und du, Matteo? Hast du eine Geschichte, wo du jemanden angesprochen hast? Aktiv angesprochen? Oh ja, ich habe eine sehr charakteristische Geschichte. Das klingt nach Matteo. Es ist sehr nach Matteo. Also, ich war in einer Buchhandlung, hier in Berlin. Ich war in der Krimi-Abteilung, natürlich. Natürlich, wo sonst? Wo sonst? Und neben mir stand ein Mann, ungefähr in meinem Alter. Er hat dasselbe Buch angeschaut wie ich. Dasselbe. Und ich habe gedacht, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen. Ich habe gesagt, auf Deutsch, das ist ein sehr gutes Buch. Ich habe es letzten Monat gelesen. Und er hat mich angeschaut und gesagt, wirklich? Ich überlege noch. Und dann haben wir über das Buch geredet. Über Krimis, über andere Autoren, über 10 Minuten. Und wer ist das? Das ist Jonas, mein Freund Jonas, der, mit dem ich manchmal zusammen laufe. Jonas. Du hast Jonas in einer Buchhandlung kennengelernt? In einer Buchhandlung. Über ein Krimi-Buch. Das ist unsere Freundschaftsgeschichte. Das ist so typisch Matteo. Bücher, Krimis, Bücher und dann eine Freundschaft. Gemeinsame Interessen führen zu Freundschaften. Das ist die Lektion. Und Jonas, wie seid ihr von Buchhandlung zu echter Freundschaft gegangen? Also, am Ende des Gesprächs hat er gesagt, ich gehe manchmal in einen Lesekreis hier. Wir treffen uns einmal im Monat und reden über Bücher. Hast du Interesse? Ein Lesekreis, das ist so schön. Ja, ich kannte das Wort noch nicht. Lesekreis. Und ich habe gefragt, was ist ein Lesekreis? Und er hat erklärt, man liest dasselbe Buch und dann trifft man sich und redet darüber. Lesekreis. Das Wort erklärt sich fast selbst. Lesen, man liest. Kreis, eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen. Ein Lesekreis ist also eine Gruppe, die zusammen liest und redet. Genau.
Und ich bin hingegangen, mit ein bisschen Nervosität, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Aber ich bin hingegangen. Und wie war's? Es war wunderbar, wirklich wunderbar. 8 Menschen, alle verschiedene Hintergründe, verschiedene Alter und alle lieben Bücher. Wir haben 2 Stunden geredet, auf Deutsch. Und ich habe so viel gelernt über die Bücher, über die deutschen Ausdrücke, über die Menschen. Und das hat sich zu einer regelmäßigen Gruppe entwickelt? Ja, ich gehe noch immer hin, jeden Monat. Und aus diesen Menschen sind Freunde geworden, echte Freunde. Das ist so schön. Ein Lesekreis als Freundschaftsquelle. Und das ist auch ein Tipp für alle Zuhörer. Wenn man in Deutschland neue Freunde sucht, tritt einem Verein oder einer Gruppe bei. Einem Sportverein, einem Lesekreis, einem Kochkurs, einem Sprachkurs. Man hat sofort etwas gemeinsam, man hat sofort Gesprächsthemen, man trifft sich regelmäßig. Regelmäßig treffen, das ist so wichtig. Freundschaften brauchen Zeit. Man trifft jemanden einmal, das ist eine Bekanntschaft. Man trifft jemanden 10-mal, das wird eine Freundschaft. Ja, Freundschaft ist Wiederholung. Man sieht sich wieder und noch einmal und noch einmal. Und mit der Zeit entsteht etwas Echtes. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie lädt man jemanden ein? Wie macht man den nächsten Schritt nach dem ersten Gespräch? Ja, das ist so wichtig, weil viele Menschen reden kurz mit jemandem und dann passiert nichts. Man verabschiedet sich und denkt, das war nett, aber man sieht sich nie wieder. Der verpasste Freund. Man hat ihn kurz getroffen und dann nie wieder. Und der Schlüssel ist, den nächsten Schritt machen, eine Einladung aussprechen, bevor man sich verabschiedet. Also zum Beispiel, wir sollten uns mal auf einen Kaffee treffen. Das ist eine lockere, unverbindliche Einladung. Man schlägt etwas vor, aber ohne Druck. Oder hast du Lust, nächste Woche zusammen plus Aktivität? Hast du Lust, nächste Woche zusammen essen zu gehen? Hast du Lust, nächste Woche zusammen spazieren zu gehen? Also, hast du Lust bedeutet, möchtest du? Bist du interessiert? Hättest du Freude daran? Es ist eine einladende Frage. Nicht zu direkt, nicht zu formell. Und dann, wenn man die Nummer tauschen möchte, man kann sagen, darf ich deine Nummer haben? Oder können wir uns auf WhatsApp schreiben? Das ist heute sehr normal. Ja, Nummern tauschen ist heute so einfach. Man hält das Handy hin und fertig. Man ist verbunden. Früher hat man sich die Nummer aufgeschrieben, auf einem Zettel. Auf einem Zettel, das gibt es heute kaum noch. Die Romantik des Zettels ist vorbei. Die Romantik des Zettels, das ist ein Podcast-Titel. Vielleicht für eine andere Episode. Aber okay, und dann gibt es noch, wenn man sich verabschiedet. Man kann sagen, es war schön, dich kennenzulernen. Das ist ein sehr herzlicher Abschied. Es war schön, dich kennenzulernen. Das bedeutet, ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Unser Gespräch war angenehm. Ich bin froh, dass wir geredet haben. Und das ist wichtig zu sagen, weil es zeigt, das Gespräch hatte Wert für mich. Du hattest Wert für mich. Und Menschen wollen das hören. Sie wollen wissen, dieses Gespräch hat gezählt. Ich bin nicht unsichtbar. Niemand will unsichtbar sein. Niemand. Das ist eine universelle Wahrheit. Okay, ich möchte über etwas reden, das viele Lernende kennen. Die Angst. Die Angst, jemanden anzusprechen, auf Deutsch. Ja, die ist real. Wirklich real. Hattest du diese Angst, als du angefangen hast, Deutsch zu sprechen? Hatte ich diese Angst? Ich hatte Panik, echte Panik. Am Anfang wollte ich gar nicht auf Deutsch reden. Ich hatte so viel Angst, einen Fehler zu machen. Was hast du dann gemacht? Also, ich habe Lars gebeten, mit mir zu üben. Wir haben Situationen gespielt. Er hat den Deutschen gespielt, ich habe versucht, auf Deutsch zu reden. Lars als Übungspartner. Lars als Deutschlehrer, Übungspartner und Verlobter. Er hat wirklich viele Rollen. Und am Anfang, es war so lustig. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber Lars hat gelacht, nicht böse, und hat korrigiert. Und ich habe es nochmal versucht. Üben in einem sicheren Raum, mit jemandem, dem man vertraut. Ja, das ist der Schlüssel. Man muss erst in einem sicheren Raum üben, bevor man den Mut hat, es draußen zu versuchen. Also, das bedeutet, ein sicherer Raum ist ein Ort oder eine Situation, wo man keine Angst vor Fehlern hat, wo man probieren kann, wo man fallen darf und wieder aufstehen. Und dieser Podcast ist auch ein sicherer Raum. Man hört uns zu, man hört echtes Deutsch, aber man muss nichts sagen.
Man kann einfach hören. Man kann lernen. Ohne Druck. Genau. Und mit der Zeit, durch das Hören, durch das Üben, kommt der Mut. Man fühlt sich sicherer. Man denkt, vielleicht kann ich es versuchen. Und der erste Versuch ist immer der schwerste. Immer. Aber nach dem ersten Versuch, der zweite ist leichter. Und der dritte noch leichter. Und irgendwann ist es natürlich. Das stimmt. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich wirklich ein richtiges Gespräch auf Deutsch geführt habe. Mit einer Fremden. Ohne Lastergei. Was ist passiert? Also, ich war in einem Supermarkt und eine ältere Frau, sie hatte so viele Sachen in ihrem Einkaufswagen, hat gefragt, ob ich ihr helfen kann, etwas vom obersten Regal zu holen. Sie war kleiner als ich. Du als Heldin im Supermarkt. Die Heldin des Supermarkts. Und ich habe geholfen. Und sie hat gesagt, danke, Sie sind so nett. Und ich habe geantwortet auf Deutsch, kein Problem, gerne. Und dann hat sie gefragt, woher kommen Sie? Sie haben einen leichten Akzent. Und? Und ich habe gesagt auf Deutsch, ich komme aus Spanien, aus Barcelona. Ich lebe erst seit einem Jahr in Berlin. Und sie hat gelächelt und gesagt, oh, schön, mein Mann war einmal in Barcelona, eine wunderschöne Stadt. Und dann habt ihr geredet. 5 Minuten im Supermarkt. Über Barcelona, über Berlin, über das Wetter, das klassische Thema. Und als wir uns verabschiedet haben, sie hat gesagt, ihr Deutsch ist sehr gut. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe das geschafft. Ich habe wirklich auf Deutsch geredet, mit einer Fremden. Und wie hast du dich danach gefühlt? Ich war so glücklich. Ich bin raus aus dem Supermarkt und hatte das breiteste Lächeln, wirklich das breiteste Lächeln auf meinem Gesicht, wegen einer 5-minütigen Supermarktunterhaltung. Die Supermarktunterhaltung als Triumph. Als absoluter Triumph. Und das ist das Schöne, man feiert die kleinen Siege. Jede kleine Interaktion auf Deutsch, das ist ein Sieg. Ja, und das gilt auch fürs Freundeschließen. Man feiert die kleinen Schritte. Das erste Gespräch, die getauschte Nummer, das erste Treffen. Jeder kleine Schritt zählt. Okay, lass uns jetzt eine kleine Übung machen, damit die Zuhörer wirklich üben können. Ja, heute üben wir Gespräche anfangen. Das Wichtigste beim Freundeschließen. Also, ich nenne eine Situation und wir zeigen, wie man das Gespräch anfängt. Langsam, natürlich, auf Deutsch. Los geht's. Situation 1. Du bist in einem Deutschkurs. Es ist die erste Stunde. Neben dir sitzt jemand Neues. Die Pause hat begonnen. Wie fängst du das Gespräch an? Also, ich würde sagen, hallo, ich bin Sophia. Bist du auch zum ersten Mal hier? Und dann warten, was er antwortet. Und wenn er Ja sagt, auch schön. Wie lange lernst du schon Deutsch? Perfekt. Habt ihr gehört? Kurze, einfache Fragen. Bist du auch zum ersten Mal hier? Wie lange lernst du schon Deutsch? Man zeigt Interesse, man fragt, man hört zu. Und zum ersten Mal hier, das bedeutet, es ist das erste Mal an diesem Ort. Man war noch nie vorher hier. Alles ist neu. Spielerisch langsam. Situation 2. Du bist im Park. Du siehst jemanden mit einem Hund, einem sehr süßen Hund. Du möchtest ein Gespräch anfangen. Spielend, lachend, langsam. Also, das ist einfach. Ich würde sagen, oh, was für ein süßer Hund. Wie heißt er? Und dann, wenn der Besitzer antwortet, was für eine Rasse ist das? Er ist so schön. Hunde sind der perfekte Gesprächseinstieg. Hunde, die perfekten Gesprächseröffner. Lachend. Immer. Über Hunde kann man immer reden. Ruhig, langsam. Und was für ein süßer Hund. Das bedeutet, der Hund ist sehr niedlich, sehr schön. Was für ein... Das ist eine Ausrufung. Man drückt Begeisterung aus. Spielerisch, langsam. Letzte Situation. Und die ist die wichtigste. Du hast ein tolles Gespräch mit jemandem geführt. Ihr habt gemeinsame Interessen entdeckt und jetzt ist das Gespräch fast zu Ende. Wie machst du den nächsten Schritt? Spielend, warm, langsam. Also, ich würde sagen, es war wirklich schön, mit dir zu reden. Ich finde es toll, dass wir beide Krimis lieben. Hast du Lust, mal zusammen in diese Buchhandlung zu gehen? Sie haben jeden Monat eine Lesung. Und dann würde ich fragen, darf ich dir meine Nummer geben? Begeistert. Perfekt. Der konkrete Vorschlag, eine Aktivität. Nicht nur, wir sollten uns mal treffen, sondern wir gehen in diese Buchhandlung, zu dieser Lesung.
Das ist ein konkreter Plan. Ja, konkreter Vorschlag ist viel besser als vage Einladung. Nicht, wir sollten uns mal sehen, sondern am Samstag gibt es eine Lesung. Kommst du mit? Warm? Und darf ich dir meine Nummer geben? Das ist so höflich. Man bietet an, hier ist meine Nummer. Man drängt nicht. Man lädt ein, man öffnet die Tür, aber man lässt den anderen entscheiden, ob er durchgeht. Begeistert. Wunderbar. Und jetzt eure Hausaufgabe. Und heute ist sie sehr praktisch. Begeistert, sehr praktisch. Also, diese Woche versucht mit einer fremden Person auf Deutsch zu reden. Nur ein Satz, nur eine Frage. Warm? Zum Beispiel im Café. Ist hier noch frei? Oder im Supermarkt? Entschuldigung, wissen Sie, wo der Joghurt ist? Oder im Park? Was für ein schöner Hund. Wie heißt der? Ernst, nur ein Satz, nur eine kleine Interaktion. Und dann schreibt uns in die Kommentare, was passiert ist. Auf Deutsch natürlich. Warm. Wir lesen alles und wir sind so gespannt auf eure Geschichten. Ruhig, langsam. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Ruhig, langsam. Erstens, jemanden ansprechen. Einfache, natürliche Sätze. Entschuldigung, ist hier noch frei? Bist du auch zum ersten Mal hier? Was für ein schöner Hund. Der erste Satz muss nicht perfekt sein, er muss nur aufrichtig sein. Ergänzend, langsam. Zweitens, Interesse zeigen. Fragen stellen. Wie lange machst du das schon? Woher kommst du? Was machst du so? Man fragt, man hört zu, man zeigt, du bist interessant. Warm, langsam. Drittens, den nächsten Schritt machen. Wir sollten uns mal auf einen Kaffee treffen. Hast du Lust nächste Woche? Darf ich dir meine Nummer geben? Nicht warten, selbst einladen. Begeistert. Viertens, beim Verabschieden. Es war schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dich getroffen zu haben. Diese Sätze zeigen, das Gespräch hatte Wert. Du hattest Wert. Ernst, langsam. Und fünftens, das Wichtigste. Neue Freunde finden braucht Mut. Und Mut braucht Übung. Jedes kleine Gespräch ist Übung. Jeder kleine Versuch zählt. Und manchmal entsteht aus einem kleinen Gespräch im Treppenhaus, in einer Buchhandlung, in einem Aquarellkurs eine echte, tiefe Freundschaft. Warm. Freundschaft ist ein Geschenk. Aber man muss die Tür öffnen, damit sie reinkommen kann. Leise, warm. Die Tür öffnen. Ja, das ist alles, was man tun muss. Begeistert. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke. Warm. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem, der gerade in einem neuen Land ist und neue Freunde sucht. Ernst. Diese Episode ist für alle, die sich manchmal allein fühlen. Die gerade neu sind in einer Stadt, in einem Land, in einer Sprache. Warm. Ihr seid nicht allein. Wir sind hier, jede Woche, mit echtem Deutsch und echten Geschichten. Warm. Und irgendwo da draußen, in einem Treppenhaus, in einer Buchhandlung, in einem Aquarellkurs, wartet jemand auf euch. Jemand, der gerade auch die Tür öffnen will. Leise, warm. Jemand wartet. Man muss nur anfangen. Begeistert. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Warm. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Und denkt daran. Matteo und ich zusammen. Fehler sind Freunde. Lachend. Auch beim Kennenlernen. Warm. Besonders beim Kennenlernen. Tschüss. Leise. Und auf Wiedersehen.